Herzlich willkommen, Manfred und Patch. Servus. Wir sind am Projekt Luzi. Ich habe eine scheisse Freude. Etwas vom Kränksten ever. Das sind jetzt genau 2 Meter. Das ist geschätzt etwa der Achsabstand. Letztes Mal haben wir ganz grob etwas zusammengestellt. Das hat er ihre letzten Daten umgesetzt. CAD 3D. Ich liebe dich, echt. Sind gespannt, es sieht richtig scharf aus. Da ist der ganze Motorblock. Ist gerade, ha? Da oben ist der Tank. Ui. Da ist der Patch. Was mache ich jetzt? Megakriegel. Spezialtool Nummer 7. Den brauche ich halt. Halt. Entschuldigung. Nette Linie. Gut. Es ist ein Ding, Mann. Patch. Zack, wir sind im Cyril seinem Lieblingsecke. Ein kleiner Ecke. Ja, es ist eine kleine Ecke, aber ganz wichtige, weil da ist CAD drauf und er hat jetzt aus diesen diversen Skizzen hat er etwas gemacht. Das ist grob, Verbindungen, alles, das ist jetzt nicht das Thema, sondern was sagen die zum Grundstil? Also, wir haben Doppelrohrrahmen, möglichst wenig gerade Flächen. Ich finde das Heck rattenscharf. Da haben wir dann auch noch das Schutzblech, das da kommt. Dann haben wir hier oben die Ausbuchtungen. Da kann man eine davon wegnehmen, um den Tank seitlich auszufahren. Und ihr seht, die Hauptrohre sind 30er Rohr, da unten. Hauptrahmen 30 mm, oben durch, dass es ein bisschen feiner wird, 25 mm. Patch Design. Können wir das Rohr, was von oben kommt, mit einem Schwung weitergeben, dass das nicht so hart ist, sondern so ein Schwung drin ist? Ja, dass das so fließend ist, wie es hier ist. So. Also du meinst, dass das der eine Rohr ist, so? Nee, dass das im Endeffekt aussieht wie so ein geschwungenes. Also das ist sicher ein Rohr, das dann einen Radius hat, den zieht man dann bis runter. Mit der Gabel in der Ja, gleichen genau. Sprache. Mit das da als zweites Rohr machen. Das nimmt man dann mit dem Tankradius quasi an das Rohr an. Ja. Und dass man da mit dem hinteren Teil auch noch einen Tick hochzieht. Ja. Dass es wie so eine Umarmung um den Tank ist. Ja, wie beim Sternmotor eigentlich. Dann sagen wir haben rund um den Tank um 10 mm Luft, oder? Was ich mich noch frage, ob wir das wirklich so machen sollen. Optisch. An der Außenlinie in der. Ja, das wird Breiter. den Abstand breiter, aber gar nicht mit diesem Bogen. Das ist ein gerades Rohr ist zum Rausnehmen. Aber Frage, wenn du mit diesem Rohr weiter rausgehst, bleibt dir die Form um den Tankdeckel als Schutz und somit ist es nur so ein... Aber weniger hart, ja. Ja. Und wie gefällt dir das Heck da? Das Heck ist total geil, oder? Das verkehrt rum als Wheelie Bar. Genau, Ja, hab ich auch genau, gedacht, ja. genau. Ich liebe dich, echt. Ohne Witz. Endlich jemand, der es versteht. Im Endeffekt ist die Wheelie Bar nur rumgedreht. Ja, genau. 2 Rollen drauf und dann... Ja. Ja, was jetzt noch nicht gezeigt ist, die ganze Motorhaltung. Genau. Und da müssen wir uns noch was einfallen lassen, dass man jeden Motor einzeln rausnehmen kann. Ja. Das untere Rahmenrohr ist ja fast angedeutet, wie wenn das zum Rausnehmen wäre. Dass man das Teil ausschrauben kann. Ja, Schrauben, Schweiß ist halt immer stabiler, oder? Ja, Aber wir haben jetzt gedacht, auf die Gegenseite rausnehmen. auf der anderen Seite. Ja, genau. Also so wie der Tank rausgeht, so gehen die Motoren raus. Ja, auf der gleichen genau. Seite. Dass du unten hast beidseitige Halterung und auf dieser Seite hast du einfach dann, ob dann von oben her Ja. oder so. Und dann kann man auf dieser Seite die Schrauben lösen und dann kann man es auf die andere Seite rausnehmen. Wie viel Federweg meinst du? Also 5. Steilwand fahren wir nicht, also brauchen wir nicht so viel. Steilwand machen wir nicht. Ja, da ist ja schon mal. Ja. Aber Nordschleife, Ah, okay. Le Mans, 3, 4, Hockenheim, 3, 4. Lemsek. Okay, ja, also, wenn du fertig bist. Wir sind ja Töffli-affin, kann man sagen, gell? Ja, das kann man so sagen, ja. Aber wie ihr seht, bauen wir einen Rahmen, oder? Genau. Und was eigentlich die grösste Katastrophe ist, Doppelrohrrahmen, das ist natürlich brutal aufwendig. Oder? Ich kann euch nachher schon zeigen, dort hinten liegen ein paar Rohre und die Zeichnung haben wir in 1:1 ausplotten lassen, dass wir wenigstens mal irgendwie einen Anhaltspunkt haben und irgendwie muss man mal anfangen.
Ihr seht hier, die Rahmenlehre die ist natürlich auch zu kurz gewesen, ist klar. Also diverse Sachen, die wir anpassen müssen. Beim Bomber haben wir die Rohrbügel an. Die ganzen Radien, wenn man immer 2 braucht davon, die müssen natürlich perfekt gleich sein. Und das sind 30er x 2,9er Rohr, also richtig stabiles Zeug. Da kannst du nicht einfach so eine Hobbyanlage haben, um da mal schnell einen Radius einwürgen, sondern das muss wirklich perfekt sein. Weil wenn die Radien natürlich nicht identisch sind, genau gleich, dann hast du schon mal absolut verloren. Also es sieht jetzt alles ganz klar aus, wie das ist, wie immer. Aber das sind alles ganz spezielle Winkel, dass man das auch dann so parallel und alles hat. Heute, wenn wir das Rad einbauen hinten, das Getriebe mal so einigermaßen setzen, dass die Kettenlinie zum Rad stimmt und dann wissen wir, wo das der Motor ist. Hier haben wir eine Motoraufhängung. Die haben wir Laser und beugen. Die müssen wir jetzt so ein bisschen richten, dass es wirklich schön in einer Linie ist. Das hat es ein bisschen verzogen beim Beugen, das ist aber ganz normal. Wir müssen den Motor nach außen versetzen. Wir können mal schnell, oder wir können da hinten schnell anschauen. Der Abstand ist sehr wichtig wegen der Kettenspannung, weil da hat man ja keine Möglichkeit, um die alle miteinander zu spannen. Also haben wir schon mal die Distanz jetzt haben wir gemerkt, das Getriebe, wo das dann sitzt, wegen dem Hinterrad, das muss viel mehr auf die andere Seite. Der Krieger tut jetzt dort die Schienen schnell richten, weil je geräder das die sind, umso weniger müssen wir nachher ziehen. Das ganze Zeug da, das ist instabil, oder? Also das muss man natürlich alles genau ausrichten, dass das auch absolut exakte Reihe gibt. He? Also so fängt man eigentlich an. Wir haben die Zeichnung 1:1 ausgeplottet und dann muss man eben einen guten Röhrlenbüger haben. Das ist der Bomber in unserem Fall. Der bügt das Zeug natürlich in einer Präzision. Das ist jenseits. Ihr seht, es sind immer 2, weil es ist ein Doppelrohrrahmen, oder? Das macht es halt genauso aufwendig. Also man baut eigentlich 2 Rahmen, wenn man so will, und die müssen noch exakt auf den Zentrum genau gleich sein. Also man sieht jetzt hier zum Beispiel, wir haben hier jetzt den Stoss. Das ist ein Rohr von daher, da durch. Und das zweite ist das da rauf. Das sind die Stückchen unten dran, die Rohre. Mit denen hat alles angefangen. Dann haben wir hier die 3 Distanzstücke. Die sieht man jetzt schön hier am Rand. Die sind gefräset und dann exakt der Radius natürlich angepasst von dem ganzen Ding. Wenn ich da hinten misse, da oben misse, ist das auf 1/10 genau. Also das ist wirklich absolut geil. Dann kommt das nächste. Die Rohre, ihr seht, die sind einmal so gebogen. Und wenn wir von dieser Seite schauen, kommen die oben auch noch zusammen zum Rahmen. Also da kommen die ja auch noch zusammen. Da fangen sich die Rohre an zu berühren. Und da vorne haben sie dann die gleiche Breite quasi wie ein Gabelrohr. Zuerst schneidet man mal die Rohre auf exakt genau die gleiche Länge. Die Winkel müssen stimmen und dann kann man da den Schliff anzeichnen. Und in diesem Schliff muss natürlich der Winkel muss auch noch stimmen. Wenn man das einmal hat, kann man das da oben schnell ein bisschen punkten. Und dann muss man ja noch den Radius natürlich für das Lenkkopfrohr anpassen. Da unten habe ich noch Führungsbüchsen eingeschweißt. Das sind Büchsen drin, wo ich das Ganze stecken und schon mal ein bisschen bewegen kann. Weil das ist natürlich etwas vom Wichtigsten. Gabeln, da muss das Rädchen perfekt gerade sein zu dieser Ebene. Weiter, was noch sehr wichtig ist, ist der Winkel. Das hier ist quasi die Mitte der Achse. Vorne dran senkrecht im Winkel am Boden gezogen. Die Mittellinie vom Gabelrohr verlängert am Boden runter. Dann kommen wir hier auf diesen Punkt. Auf welcher war es? Der da. Und das gibt uns den Nachlauf. Diese Distanz, ihr seht, das hat diverse Striche hier. Der Punkt, wo das verlängerte Gabelrohr am Boden berührt, bis zum Punkt von der Mitte-Achse, dem sagt man den Nachlauf. Das darf auf keinen Fall vorne dran sein. Es ist einfach mühsam zum Lenken. Also das macht sehr gut, sehr gut fahrbar. Und in diesem Fall haben wir jetzt 10 cm Nachlauf, was sehr viel ist, aber das verträgt auf jeden Fall mit dem langen Gefährt. Die Rahmenlehre, die ist natürlich nur 1,80 Meter lang, die Führung für die Töffel, aber natürlich bei einem Radstand von 2 Metern ist das gar nichts mehr. Was noch dazu kommt, man sieht es hier, wenn man die Rädchen vergleicht, das Vorderrad hat die schmäleren Felgen als Hinterrad. Das heisst, wenn man jetzt natürlich die ganze Länge, die gleiche Rahmenlehre nimmt, dann ist das noch im V nachher, weil es hinten breiter ist als vorne. Und da sieht man, wie wir jetzt das hier gelöst haben. Das heisst, wir haben so Platten gemacht.
Also was heisst mir? Der Salzgeber hat die Platte gemacht, glasert natürlich. Und wir haben dann die noch mit so einem Kamm verstärkt, einfach, dass das natürlich sehr, sehr verwindungssteif wird. Und ihr seht es jetzt, da ist es bereits schon gemacht. Also das wird am kleinen Teil wird das fix verschweißt und da wird es nachher geschraubt. Und nicht nur geschraubt, man sieht, da hat es einen Absatz, weil wir haben 15 mm eine breitere Felge, einen breiteren Felgenring. Das heisst, wir müssen pro Seite 7,5 mm weiter raus. Willst du mal schnell können wir mal schauen? ein bisschen heizen? So, jetzt habe ich das mal eingespannt. Das ist eben die Motorhalterung, die dann in den Rahmen angeschweißt wird. Das ist 5 mm Stahlblech. Das haben sie glasert und abgebogen. Und weil das so schmal ist, hat sie es jetzt ein bisschen verzogen. Wenn ihr von hier schaut, seht ihr, der müsste eigentlich im rechten Winkel sein. Jetzt habe ich hier 2 Vierkantprofile genommen, das schön zusammengeklemmt. Und jetzt müssen wir die heizen. Und dann kann man die ganz einfach mit dem Schlüssel dann so richten. Das machen wir jetzt. Mal schnell auf die Seite. Das ist recht heiß, da schlangt sicher noch irgendeiner drin. Da hat sie auch so Achterlöcher drin gehabt. Und da haben wir jetzt einfach quasi punktet mit richtig viel Strom. Das ist wichtig. Viel hilft viel. Wir haben keinen so einen grossen Tisch, so einen langen Schweißtisch. Da haben wir etwas einfallen lassen. Und da haben wir jetzt natürlich die Rahmenlehre fixiert, einfach mit 4 Schrauben. 4 Schrauben, 4 x M8. Jetzt kommen eben da zwischen ihnen genau noch die Distanzen, die wir gesagt haben, die 7,5. Das sind jetzt in diesem Fall gerade 4 U-Scheiben. Ja. Du, das Arbeiten geil, jetzt können wir auch ein Gefährt bauen. Mit unserer neuen verlängerbaren Rahmenlehre da. Jetzt haben wir hier vorne Fixpunkte bei diesem Rädchen und dann nichts mehr. Ich habe aber extra da so ein Klötzchen gemacht, das genau die Breite hat vom vorderen Felgenring, dass wir einfach irgendwo in der Mitte noch eine Stütze haben. Tun wir da hinten mal. Sieht aber gut aus, es ist Warm, heiß, ist warm, he? Danke für die Information. Ist gerade, ha? Ja, ja. Schau jetzt, das ist genau 61,5. 61,5. Gut, und oben? Ui, das ist 67. Ja. Ja. 60, 5. Jetzt ist er unten ein bisschen angekommen. Ja, das ist gut. Genau so. Also, Nicht mehr anlangen. Müssen wir natürlich den Rahmen auch ausrichten, zur Mitte Rahmenlehre. Das weiss ich, dass das 37,5 sind. Also, was haben wir jetzt gemacht? Wir haben das Vorderrädchen winklig, wir haben das Hinterrädchen winklig, wir haben den Rahmen absolut in der Mitte. Und jetzt haben wir das erste Bild. Die heiligen Bleche, die haben wir jetzt wirklich schon ein paar Mal gebraucht, unsere Achsaufnahmen. Und die Dinger kommen jetzt hier hinein. Und da sieht man gut, das passt noch nicht so genau. Jetzt ist ganz, ganz wichtig die Hinterhöhe. Wenn man mal so schön drauf schaut von der Seite, dann sieht man, dass da vorne leicht höher ist als da hinten. Ist aber noch zu wenig. So, ich das Hölzchen mal ablegen. Jetzt sieht man, hat sich das schon ziemlich verändert. Also wir haben da vorne etwa 20 mm mehr Bodenfreiheit als da hinten. Warum? Wir kommen da vorne noch recht Gewicht über. Da ist der ganze Motorblock, da oben ist der Tank und da ist der Patch. Also, der Oberkörper vom Patch ist da. Da ist etwa das Viertel vom Patch, oder? Das meiste Gewicht haben wir in diesem Bereich. Was passiert, wenn da Gewicht drauf kommt? Es federt ein, oder? Und das ist jetzt sehr, sehr heikel, weil wenn wir jetzt natürlich, ja, das sieht schön aus, machen wir da alles parallel, dann bauen wir das ganze Zeug an, nachher nehmen wir es aus dieser Rahmenlehre raus und dann macht es wusch und dann ist es vorne dran tiefer, was natürlich absolut nicht geht. Die Feder, die ist unbedingt gewünscht. Ich bin kein Fan, muss ich wirklich, das darf man glaube ich auch sagen. Also wir haben abgeraten davon, weil erstens ist es einfach nicht wahnsinnig schön. Da vorne haben wir mega Luft.
was ich halt optisch, ich bin einer, der das Schutzblech schön satt will. Und der Winkel zu dem Winkel, den bringst du nie an, weil das ist die Geometrie von der Gabel, die halt einfach so ist. Also du kannst ja nicht, du müsstest jetzt den ganzen Punkt, müsstest du eigentlich in diese Flucht setzen. Also etwa daher müsste der, oder? Das ist ja das Getriebe, das hier kommt. Da. Und das ist jetzt natürlich noch wichtig, wo das sitzt, weil die Kettenlinie vom Antriebsritzel, da können wir nicht spielen. Die ist, wie sie ist. Man will natürlich möglichst, dass das Getriebe zum Hinterrad eine waagrechte ist. Irgendwo gibt es einen Winkel, aber lieber einen als zwei. Also, jetzt müssen wir irgendwie mal schnell eine Halterung machen. Misst mal schnell die Achshöhe. Dann haben wir es eigentlich. 34,5. 34,5, genau so. Genau so. Also, dann haben Ich wir habe es genau so. Den brauche ich halt. Entschuldigung, ja, ruhig bleiben. Das Getriebe hat zwei Aufhängepunkte. Der eine ist da unten und der da oben. Und jetzt einfach, dass wir das mal provisorisch anheben können, mache ich jetzt hier mit so einem Röhrchen. Das geht genau da hier. Und mit einem Vierkantprofil, das da. Das schweiße ich da hin und unten auf eine Stahlplatte. Dann kann man den einfach mal so anheben. Und dann ist der mal fix. Dann kann man den immer noch links, rechts, da kann man noch ein bisschen verschieben. Aber dann kann man den schön hin tun und wir können uns auf das andere konzentrieren. Das mache ich jetzt. Mega Kriegel. Gell? Ich freue mich schon. Ja, ja, ich habe auch Freude. Mal grob die Länge 30. Absägeln. Jetzt. Ich muss da schon abschneiden, weil dann kommen wir schön dran her. Was willst du abschneiden? Ja, da, der Winkel. Ja, genau. Das haben wir in der Lehre mal gemacht. Ein Lehrmeister. Millimeter abgeschnitten. Ja, weißt du, am Blech. Da vorne haben wir Dann ist alles falsch. einen Millimeter abgeschnitten. Und dann ist er immer kontrollieren. Ja, mit dem. Stimmt nicht. Stimmt nicht. So, schau jetzt. Spezialtool Nummer 7. Nein, eben nicht. Ich muss noch zu dir. Ja. Jetzt würde ich sagen, jetzt hebe ich den mal. Kannst du mir hier mal eine Schraube geben oder zwei? Da ist der Motor, gell? Ja, aber da kommt noch der Schaltautomat her. Aber der ist da hinten. Ja, das haben wir jetzt natürlich noch nicht. Ja, ich würde noch ein bisschen hinter im Fall. Nicht? Kettenlinie. Kette siehst du. Es geht schon wieder los. Gut, die kommen aber auch ein bisschen nach hinten. Ja, ist nicht besser. Ein bisschen für wieder. Ja, 2 Santi oder so. Weißt du was? Nein. Ich habe. Der kommt auch noch daher. Aha. Der geht jetzt genau. Ja, aber das ist okay. Das wollte ich eigentlich noch schauen, ob da noch etwas vorsteht. Aha. Weil der Hebel, die Fussrasten sind ja irgendwo da hinten. Also den muss man sowieso hinterher ziehen, gut, oder? Okay. Ja. Fix. Das ist gut. Nein! Es ist schon wichtig. C-Patch, das ist bald fahrbar. He? Es gibt diverse Spezialhalterungen, die wir natürlich machen für das. Wenn man so das Rohr muss ausrichten muss, das ist fast unmöglich, oder? Weil das muss ja perfekt gerade sein. Wenn das nur 1 Grad so macht, dann hat man da hinten auf diese Länge so eine abartige Abweichung. Das ist nicht normal. Und darum haben wir hier einfach so 2 Holz genommen. Und dann haben wir das quasi da einspannen. Dann wissen wir, das Rohr hat 100% eine gerade Linie. Klar, das muss natürlich alles ein bisschen stimmen aufeinander, das ist ganz klar. Das quasi da hinten ansetzen und dann fix anschrauben und dann hat das gehebt. Also man muss diverse so Sachen machen im Profi-Rahmenbau. Profi-Rahmenbau, das ist ja so. Ich habe hier bereits schon einigermaßen angezeichnet. Also Das heisst einigermaßen. Dann habe ich da einigermaßen mal angezeigt. Zuerst dann hauen wir das Rohr hier ab und dann ist das gut, oder?
Also, perfekt. Jetzt machen wir eine Achse, Distanzbüchse und dann kann das rein. Ja, die lange geht. Geht, hä? Es ist bombastisch. Schauen wir das an. Es ist Nein. ganz verdammt. Die Achshalter haben wir jetzt ausgerichtet. Das passt wunderbar, alles winklig. Punktet und jetzt tun wir es hier noch ein bisschen besser verschweißen, dass es auch wirklich hebt. Jetzt können wir das Flammenrohr wieder abtun, weil jetzt ist der Motor ja noch 20 übergekommen. Das heisst, wir könnten weiterführen. Ui, kann man aber nicht wegen Wegen dem Radius. Radius. Ja, das ist zu eng. Nein, wir müssen weiterführen. Müssen Also das heisst, Unten ein bisschen abnehmen. ja, müssen wir unten schnell ein bisschen schneiden. So, also gut, wir müssen den Radius noch vergrößern, dass wir weiterführen können, würde ich sagen, weil das kann man kürzen. Schauen wir das an, hey, das sind Welten. Kette rein, dann Kette außen, dann Kette rein, dann Kette außen. Und da ist die Hinter wieder rein. Das heisst, außen dran, da muss man sowieso ein Ritzel herstellen, oder? Aber so ist wirklich... Du siehst, jetzt wären wir etwa 3 mm wären wir drüber und das Ziel war hierher. Es könnte noch mehr über. Schon? Also dann kann er schon noch mehr über. Also 2 mm. Gut! Ui. Ui. Nur ein Punkt, gell? Ja, aber es muss ein guter sein, weißt du? Ah, gut. Ein guter Punkt, das ist das gleiche wie eine schöne Ecke. Es könnte von der Kerze her könnte es sogar noch einen Touch über. Aber schau mal, die Kettenlinie jetzt. So. Ja, das ist super geil, schau das mal an. Das wäre perfekt. Das ist abartig bündig. Dass das wirklich schön in einer Reihe ist, machen wir jetzt den vordersten und den hintersten. Tun wir wieder genau ausrichten. Und alle restlichen zwischendrin müssen wir mit Schraubzwingen oder irgendetwas wirklich einstellen. Weil auf so einer Länge, ein 5 mm Blech, ist halt wirklich einfach immer noch butterweich, oder? Dann haben wir 53, 54, das ist noch 1 Millimeter. Gut. Nicht schnaufen. So, kannst du wieder schnaufen, ist gut. Ist gut? Ja. Schön. Ich wollte jetzt das anschauen, das haben wir jetzt noch nie gesehen. Komm mit! Das ist ein sauberes Ding, Mann. Was haben wir gesagt? 2 Meter. Das sind 2,10 Meter. Wir haben eigentlich Ziel gehabt, 2 Meter, aber gut, da kommt eben noch Schutzblech. Moment, das muss man natürlich auch noch zeigen. Jetzt sieht es aus, wie wenn es mega viel Luft hätte. Das kommt ja auch noch, oder? Das ist nicht zu vergessen. Und das kommt ja dann etwa so her, oder? Die kommen ja auch noch. Weißt du, was ich meine? Ja. Also, das brauchst du einfach. Patch, was meinst du? Ich schreibe sie, genau. Lass dich mal ein Like da, wenn es dir gefällt. Also, das ist jetzt ein bisschen Nifeli-Bütz. Sieht man uns überhaupt? Alles ein bisschen aus. Ja, und jetzt gehen wir quasi von vorne her, punkten wir jetzt B-Seite, dann machen wir jeden Motor einzeln und richten. Wir bauen den Rahmen, quasi das Rolling Chassis und alle Details, also mit Schaltung, Zeug, Sachen, Kabelzeug etc. Kabelzeug. Das machen sie dann selber wieder. Auspuff und so weiter. Und das kommt geil. Das machen wir. Ja, das kommt richtig geil, ne? Ja, sicher. Ja, du bist ein toller Typ. Also komm, wir können ein bisschen richten. Ja. Also gut, wir machen weiter. Bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen. Ciao zusammen. Magst du noch was erklären? Selbstverständlich. Also, Kamera läuft. Babut. Ah, mal, das war mit dir. Wir haben ein lustiges Wort für die Utta. Was ist es? Ah, jetzt habe ich es wieder vergessen. Ich habe einen Grill hier, du siehst. Du brauchst einen Schreiber. Ich sage auch nicht. Ist gut. Was? Ja, ja, stimmt. 5 Lieberkässeli. Also. Also, jetzt. Jetzt kommt eben gerade noch das nächste Problem an.
Siehst reinpflümeln. ich habe hier bereits schon einigermaßen angezeichnet. Also Das heisst einigermaßen. Dann habe ich da einigermaßen mal Ja, ein bisschen angezeigt. Ich nehme jetzt mal einigermaßen. Wo ist der andere? Da.